In der Praxis, wo ich arbeite, habe ich fast täglich mit Leuten zu tun, die Beschwerden an den Füßen haben. Besonders häufig sind Beschwerden unter den Fußballen. Von allem bei Frauen und noch häufiger bei Frauen, die Absatzschuhe tragen. Wie ist es bei dir? Kennst du das? Ich bin Wisner vom Kanal Bewegungsumfang. Ich bin Physiotherapeutin und Osteopathin. In diesem Video zeige ich dir 3 Übungen, was du zu Hause machen kannst, um deine Beschwerden an den Füßen wegzukriegen. Als erstes solltest du versuchen, den Platz zwischen deine Fußknochen und deine Zehe wieder zu gewinnen. Wir laufen einfach die ganze Zeit auf Schuhen und dadurch werden die Füße zu doll eingequetscht. Und das kriegst du am besten so hin. Um diesen Bereich wieder zu dehnen, solltest du jetzt mit deiner Hand, wir machen das jetzt für die rechte Seite, du nimmst deine linke Hand und jetzt gehst du mit deinen Fingern zwischen den Zehen und versuchst den Bereich erstmal gut wieder zu öffnen. Jeder Finger kommt auf einen von den Zwischenräumen. Und jetzt bringst du die Ferse in die Gegenrichtung, das heißt, die Ferse drückst du jetzt nach unten und versuchst, den Raum zwischen den Zehen zu dehnen. Bringe deine Finger so nah wie möglich von dem Ansatz von deinen Zehen. Und in dieser Position wirst du erstmal nur bleiben. Das hältst du jetzt für ungefähr 15 Sekunden. Und dann streckst du deine Zehen nach oben und bringst sie dann nach unten. Achte aber dabei, dass du die ganze Zeit wirklich so nah wie möglich bist von dem Ansatz. Und diese Bewegung nach oben und nach unten und vom Allen mit der Spreizung von den Zehen wiederholst du jetzt 20 Mal hoch und runter. Versuche es so langsam wie möglich zu machen, damit du Zeit gibst, dass diese Gewebe sich entspannt und dass du erstmal ein bisschen mehr Beweglichkeit zurückgewinnst. Die zweite Übung wirst du auch in Sitzen machen. Du suchst den bequemen Stuhl aus. Wichtig ist, dass du den Raum unter komplett frei ist. Und dann beugst du jetzt halt dein Knie und nimmst den Unterschenkel und den Fuß so weit wie möglich nach hinten unter dem Sitz. Du kannst sogar ein bisschen nach vorne kommen, dass du den Fußrücken so weit wie möglich auf dem Boden hast. Du setzt dich hin und bringst deinen Fußrücken auf den Boden. Du kannst nur ein bisschen vorwärts rutschen, damit du dein Knie ein bisschen weiter vorwärts bekommst. Und jetzt versuchst du, deinen Fußrücken so weit wie möglich auf den Boden zu bekommen. Diese Bewegung wiederholst du jetzt 20 Mal langsam, so dass du auf die vordere Seite von deinem Fuß eine Dehnung spürst. Und nachdem du das 20 Mal wiederholt hast, stellst du jetzt den Fuß auf, mit dem großen Zeh auf den Boden und jetzt bewegst du den vorwärts. Lässt die Ferse wieder zurück und dann schön über den großen Zeh abrollen vorwärts. Wichtig ist, dass die Bewegung direkt auf den Fußballen passiert. Du gehst vorwärts und dann wieder zurück. Und auch diese Bewegung solltest du 20 Mal wiederholen. Am besten machst du diese Übung 2 Serien. Das heißt 2 mal 20 in dieser Haltung und dann nochmal 20 Mal
in diese Haltung. Beschwerden in dem Bereich von den Fußballen kommen häufiger vor, weil die gesamte Muskulatur von der hinteren Seite von deinen Beinen zu verkürzt sind. Das sorgt dafür, dass wenn du läufst, der Druckverhältnis auf den vorderen Fuß zu hoch ist. Um diesen zu reduzieren, solltest du die hintere Seite von deinen Beinen und von deinem Rumpf allgemein dehnen. Am besten kriegst du diese Dehnung, wenn du die gesamte Kette sowohl von Beinen als auch von Rücken auf einmal komplett dehnst. Und dafür machst du jetzt eine Übung an der Wand und auf dem Boden. Du setzt dich so weit wie möglich nach hinten, achtest aber darauf, dass dein Becken die ganze Zeit an der Wand dran bleibt. Dann bringst du deine Wirbelsäule gerade, die soll jetzt auch Kontakt haben an der Wand und auch deine Schulterblätter sollen an der Wand sein. Und jetzt beginnst du die Übung. Du solltest versuchen, deine Knie komplett zu strecken. Wichtig dabei ist, dass du die Kontaktfläche von deinem Becken an der Wand nicht verlierst. Du streckst die Knie. Wenn du das gut hinbekommen hast, ziehst du noch die Füße zu dir ran. In diesem Moment wirst du hochwahrscheinlich die hintere Seite von deiner Oberschenkel und auch von der Kniekehle richtig dehnen. Wenn aber es für dich noch nicht genug ist, dann kannst du zusätzlich noch den Kopf einrollen und dann mit dem Brustkorb ein bisschen weiter nach vorne gehen. Wenn du den Punkt erreicht hast, wo die komplette Muskulatur hinten, aber auch dein Becken gedehnt wird, wo du diese Dehnung spürst, dann gehst du mit deinen Füßen nach unten und ziehst dich dann mit voller Kraft zu dir ran. Und du bleibst ein bisschen da. Wieder strecken nach unten und komplett zu dir ranziehen. Bei jedem neuen Ranziehen von dem Zehen versuchst du ein bisschen weiter zu dir zu kommen. Und diese Übung machst du jetzt für 15 Mal. Du ziehst die Füße zu dir ran und dann wieder Fußspitze. Gehst dann beim nächsten Mal ein bisschen weiter nach vorne mit dem Rumpf und ziehst wieder die Füße zu dir ran. Fußschmerzen ist ein sehr komplexes Thema. Das sind jetzt nur ein paar Übungen, die du machen kannst, um deine Füße wieder gesund zu kriegen. Wenn aber deine Beschwerden woanders sind, wie zum Beispiel an der Achillessehne, ist hier noch ein weiteres Video für dich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!